Der Schmerz über die versaute letzte Staffel von Game of Thrones sitzt bei allen Fans immer noch tief. In der Serienwelt gibt es wohl kaum ein vergleichbares Beispiel für eine Show, die einen derartigen Höhenflug hatte und deren Showrunner das Ding dann so massiv gegen die Wand gefahren haben, dass Fans rund um den Globus keinen Bock mehr auf diese Welt haben. Mit House of the Dragon sah es dann so aus, als wäre die Welt von Eis und Feuer gerettet und aus der Asche wieder auferstanden. Aber auch da spalten sich spätestens nach Staffel 2 die Geister und lassen vor allem viele Fans der zugrunde liegenden Bücher von George R.R. Martin relativ enttäuscht zurück. Aber jetzt ist etwas passiert, was alle Game of Thrones Fans, egal ob von der Serie oder von den Büchern, wieder zusammenrücken lässt, nämlich die erste Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms. Aber was macht diese Serie, dass sie scheinbar so viel Lob und Liebe im ganzen Fandom erntet? Das besprechen wir heute in dieser neuen Review. Wie immer schauen wir uns erst die Geschichte, dann die einzelnen Charaktere und zum Schluss noch die Atmosphäre und Themen der Serie an. Und wie immer könnt ihr auch direkt zu den einzelnen Kapiteln springen, die Timestamps sind in der Videobeschreibung. Abonniert gern schon mal den Kanal, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Reviews von mir verpasst. Die Geschichte folgt Dunk, einem Waisenjungen aus dem armen Viertel Flohloch der Hauptstadt Königsmund. Die Handlung setzt ein, als Dunk den Heckenritter und seinen Ziehvater Ser Alan von Hellerbaum beerdigt. Um sein Glück als Ritter nun selbst zu versuchen, reitet Dunk nach Ashford, um dort an dem Turnier zu Ehren des Jahrestags von Gwyn Ashford teilzunehmen. Unterwegs trifft er auf den jungen Egg, einen vorlauten Stallburschen in einem Wirtshaus auf dem Weg nach Ashford. Egg will, dass Dunk ihn zum Turnier mitnimmt. Dieser lehnt aber ab und reitet allein nach Ashford weiter. Um zum Turnier zugelassen zu werden, muss Dunk irgendeinen Ritter finden, der für ihn bürgt, weil ohne ein Bürgen nicht bestätigt werden kann, dass Dunk ein echter Ritter ist. Dabei hat er aber am ersten Tag kein Glück, weil niemand ihn oder Ser Alan zu kennen scheint, hauptsächlich weil Ser Alan nur ein unbedeutender Heckenritter war. Am Abend muss Dunk in seinem Lager feststellen, dass Egg ihm gefolgt ist und nimmt ihn letztendlich doch als seinen Knappen auf, vorerst aber nur für die Dauer des Turniers. Weil Dunk sich bisher immer nur als Ser Dunk vorgestellt hat und Egg das für einen schäbigen Ritternamen hält, nennt Dunk sich ab sofort aufgrund seiner Größe einfach Ser Duncan der Große. Auf der Suche nach einem Bürgen gerät Dunk aus Versehen in ein Gespräch zwischen Lord Ashford und den Prinzen Baelor und Maekar aus dem Hause Targaryen hinein, die ebenfalls das Turnier besuchen. Dabei ergibt sich, dass Prinz Baelor sich an Ser Alan erinnern kann und Dunk damit die Legitimation erhält, doch am Turnier teilzunehmen. Eines Abends kommt es im Lager zu einem Zwischenfall, in dem Prinz Aerion Targaryen der Puppenspielerin Tansel, auf die Dunk zuvor ein Auge geworfen hat, einen Finger bricht, nur weil in ihrem Puppentheater die Puppe eines großen Drachen besiegt wurde. Aerion sieht das als Beleidigung des Hauses Targaryen und spielt deshalb seine Macht aus, um diesen für ihn offenen Verrat niederzuschlagen. Der körperlich weit überlegene Dunk stürmt in das Zelt und schlägt wutentbrannt auf Aerion ein und muss von mehreren Männern von ihm runtergezerrt werden. Kurz bevor Aerion Rache an Dunk nehmen kann und vielleicht sogar mit seinem Leben hätte bezahlen müssen, schaltet sich Egg ein und befiehlt den Targaryen-Wachen, Dunk in Ruhe zu lassen. Damit enthüllt er seine wahre Identität. Egg ist nämlich kein Waisenjunge, sondern Prinz Aegon Targaryen und gleichzeitig der kleine Bruder von Aerion. Durch Eggs Enthüllung als Prinz entgeht Dunk hier nochmal gerade so dem Tod. Dunk muss sich vor Prinz Baelor verantworten, der ihn zwar aufgrund seines Angriffs auf einen Prinzen nicht einfach ziehen lassen kann, in ihm aber einen ehrenvollen, aufrichtigen Ritter sieht, der nur das getan hat, was alle Ritter schwören, nämlich die Schwachen und Unschuldigen zu schützen. Er rät ihm deshalb, in einer bevorstehenden Verhandlung ein Götterurteil durch Zweikampf zu fordern, indem er gegen Aerion antreten muss, woraus er wegen seiner körperlichen Überlegenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit siegreich hervorgehen kann. Prinz Aerion schlägt allerdings vor, die Verhandlung durch ein Urteil der Sieben zu entscheiden, ein uraltes Ritual, bei dem zwei Gruppen mit je 7 Mitstreitern auf Leben und Tod gegeneinander antreten müssen, bis entweder nur noch der Ankläger oder der Angeklagte steht oder beide Gruppen vollständig getötet wurden. Aerions Wort als Prinz hat mehr Gewicht als das von Dunk, weshalb die Entscheidung gefällt wird, dass ein Urteil der Sieben und kein Zweikampf stattfinden wird. Weil Dunk als unbekannter und quasi bedeutungsloser Heckenritter keinerlei Reputation hat, hat er große Probleme damit, überhaupt Mitstreiter für seine Sache zu finden. Durch seine ehrliche und freundliche Art gelingt es ihm aber, doch einige Männer hinter sich zu versammeln, die entweder direkt an Dunks Seite stehen oder einfach nur die Chance erkennen, den Targaryens einen mitzugeben und in Liedern besungen zu werden. Als ihm dann kurz vor dem Wettkampf nur noch ein Mitstreiter fehlt, damit seine Gruppe vollzählig ist und es gerade danach aussieht, dass niemand mehr für Dunk kämpfen wird, schließt sich unerwartet Prinz Baelor seiner Seite an. Das Urteil der Sieben beginnt und artet schnell in einen hektischen, unübersichtlichen Kampf aus, bei dem Dunk mehrmals schwer verwundet wird und am Ende Aerion nur ganz knapp übertrumpfen kann.
der daraufhin vor allen Anwesenden zugibt, dass er im Unrecht war, um von Dunk nicht getötet zu werden. Nach dem Kampf, der einige Leben gefordert hat, stellt sich heraus, dass auch Prinz Baelor von seinem Bruder Maekar, der an Aerions Seite gekämpft hat, einen tödlichen Schlag mit dem Streithammer gegen den Hinterkopf bekommen hat, der den ehrwürdigen, aufrichtigen Prinzen das Leben kostet. Niedergeschlagen davon, dass die Handlungen eines bedeutungslosen Heckenritters das Leben eines vielversprechenden Thronanwärters gekostet haben, hat Dunk vorerst genug von Prinzen, vom Rittertum und von Turnieren und sehnt sich nach seinem alten, ruhigeren Leben auf der Straße zurück. Angeblich hat Egg von seinem Vater Maekar die Anweisung erhalten, Dunk weiterhin als Knappe zu dienen. Nachdem sich Dunk und Egg jedoch am Ende des Turniers auf den Weg nach Dorne machen, erfahren wir, dass Egg sich ein weiteres Mal davon gestohlen hat, um mit Dunk weitere Abenteuer zu erleben. Was ich an der Geschichte so mag, ist, dass wir hier erstmals die Welt von Westeros nicht durch die Augen eines der großen Adelshäuser wie den Targaryens, den Starks oder den Lannisters erleben, sondern durch die eines einfachen, unbekannten Heckenritters. Im Vergleich zu Game of Thrones oder House of the Dragon ist A Knight of the Seven Kingdoms endlich mal eine einfache, weniger epische Geschichte, die vom Leben einer einfachen Person erzählt. Bis auf wenige Flashbacks ist die Geschichte stringent von Anfang bis Ende und wird meistens aus der Sicht von Dunk heraus erzählt. Die Einfachheit der Geschichte macht die Serie in meinen Augen für so gut wie jeden zugänglich. Wir alle lieben Underdog-Geschichten, wo sich ein Niemand mit kaum Reputation, aber mit ehrbaren moralischen Werten durch eine Welt schlägt, in der es so viele schlechte Menschen in höheren Positionen gibt. Wie wir es von George R. R. Martin kennen, bekommen auch in The Knight of the Seven Kingdoms wieder einige Figuren ihren Auftritt, diesmal aber nicht ganz so viele wie in Game of Thrones. Allen voran haben wir dann natürlich Dunk und Egg, das ikonische Duo aus einem ärmlichen Heckenritter, der seinen Platz in der Welt sucht, und einem kleinen Targaryen-Prinzen, der inkognito unterwegs ist und Abenteuer erleben will. Die beiden tragen die Geschichte einfach so enorm auf ihren Schultern. Dunk wird uns als ein bisschen plump, ein bisschen tollpatschig und auch nicht als wahnsinnig helle vorgestellt, dabei aber nicht so, dass wir ihn als dumm oder so wahrnehmen. Er hat in meinen Augen eher so etwas Forrest Gumpiges an sich. Und im Laufe der Handlung merken wir auch schnell, dass der einfache, verlorene Dunk sich wesentlich aufrichtiger, liebevoller und ritterlicher verhält, als es viele andere Ritter tun. Er ist ein Mann, der an das Gute glaubt und für das Gute, für das Ehrbare und für die Schwachen einstehen und kämpfen will. Gleichzeitig ist er auch ein wahnsinnig bescheidener, einfacher Typ, der sein Schwert mit einem Hanfseil an der Hüfte festbindet, der seinen Pferden lieber etwas zu essen kauft als sich selbst und der auch lieber unter freiem Nachthimmel in der Natur schläft, als sich in das Zelt irgendeines Lords reinzubetteln. Dunk ist auch endlich mal ein Mensch aus dem einfachen Volk, durch den wir erstmals sehen können, wie schwer das Leben in dieser Welt eigentlich ist, wenn man nicht gerade aus einem der großen Häuser von Westeros stammt. Ständig muss er sich mit Geringschätzung und Verachtung auseinandersetzen und selbst die einfachsten Dinge wie Verpflegung und wenige Tauschmittel in der Tasche machen jeden Tag als Nobody zu einer Herausforderung. Der glatzköpfige Egg ist der Inbegriff eines kleinen aufgeregten Kindes, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fesseln seiner strengen Herkunft zu entfliehen und die Abenteuer der großen, weiten Welt zu erleben. Egg ist gerissen und raffiniert. Immerhin ist es ihm ja gelungen, aus Königsmund zu fliehen und sich als kleiner Junge allein bis nach Ashford durchzuschlagen, ohne auf dem Weg ausgeraubt oder ermordet zu werden. Etwas, was in der Welt von Eis und Feuer nicht gerade selten ist auf den Straßen. Außerdem hat er die Fähigkeit, extrem gut Menschen lesen zu können, was ihn auch, glaube ich, von Anfang an zu Dunk hinzieht. Er erkennt in ihm einerseits einen aufrichtigen, gutmütigen Menschen, vor dem er nichts zu befürchten hat, aber auch gleichzeitig jemanden, der einfach genug ist, um nicht an ihm, seiner Herkunft oder seinem Namen interessiert zu sein. Die Chemie zwischen den beiden ist ab der ersten Begegnung einfach unfassbar gut, richtig harmonisch und herzerwärmend. Mit Aerion Targaryen haben wir wieder einen absolut verabscheuungswürdigen Antagonisten. Er ist unfassbar arrogant, überheblich und gewalttätig, was ihn zu einem ernstzunehmenden Gegner für Dunk macht. In der Welt von Eis und Feuer gibt es das Sprichwort, dass die Götter jedes Mal eine Münze werfen, wenn ein Targaryen geboren wird, um zu entscheiden, ob es ein guter oder ein böser Targaryen wird. Ich finde es in der Serie spannend, dass wir gegen Ende der Staffel erfahren, dass Aerion nicht immer dieser grausame, bösartige Prinz war, der er heute ist, und dass das Sprichwort deshalb wahrscheinlich Unsinn ist. Es gibt eine Szene, in der Egg kurz davor ist, seinen schwer verwundeten Bruder im Bett zu ermorden, wegen all der Grausamkeiten, die er ihm im Laufe seiner Kindheit angetan hat. Prinz Maekar, der Vater der beiden, erwischt ihn bei dem Versuch und begegnet Egg dabei mit Liebe und Warmherzigkeit, anstatt mit Schlägen oder Bestrafungen. Das ist ein sehr bedeutsamer Moment, weil er zeigt, dass dieser Fluch des Wahnsinns, der angeblich auf den Targaryen liegt, vermutlich durch Liebe aufgebrochen werden kann.
Ein weiterer spannender Charakter ist Lionel Baratheon, der lachende Sturm, der sich früh in der Geschichte mit Dunk anfreundet und ihm das ganze Turnier über zur Seite steht. Im Vergleich zum Buch bekommt Lionel in der Serie deutlich mehr Bedeutung und der ganze Charakter erwacht deutlich mehr zum Leben. Genauso ist es mit Raymond Fossoway, der ebenfalls im Buch relativ wenig vorkommt, in der Serie aber neben Egg zu Dunks bestem Freund wird, der ihm jederzeit zur Seite steht. Es ist schön zu sehen, dass Dunks Aufrichtigkeit und sein Mut von Fremden bemerkt werden und dass er es dadurch schafft, eine Gruppe von loyalen, gutherzigen Personen um sich herum aufzubauen. Prinz Baelor ist das Paradebeispiel für einen noblen, ehrenvollen Thronanwärter. Im Gegensatz zu vielen anderen Hochgeborenen in dieser Welt scheint er sein Herz am rechten Fleck zu haben und für Gerechtigkeit kämpfen zu wollen. Das ist auch der Grund, weshalb er mit Dunk so stark connectet, weil er in ihm dieselben Werte erkennt, die er vertritt. Umso tragischer ist es natürlich, dass Prinz Baelor am Ende getötet wird und Westeros damit einen Thronerben verloren hat, der vermutlich eine sehr vielversprechende und gerechte Amtszeit vor sich hatte. Durchweg kann man das Schauspiel hier von allen Hauptfiguren eigentlich nur loben. Die Dynamik zwischen Dunk und Egg ist herzzerreißend schön und jede Szene mit den beiden fühlt sich organisch und glaubhaft an. Mit Lionel Baratheon und Raymond Fossoway bekommen wir außerdem noch zwei Nebencharaktere, die deutlich besser ausgeschmückt werden als in den Büchern und die jede Szene an sich reißen, in denen sie vorkommen. Hier gab es wirklich keinen einzigen Charakter, von dem ich sagen würde, er fällt schauspielerisch aus der Reihe oder macht einen schlechten Job. Wie schon gesagt, ist A Knight of the Seven Kingdoms eine etwas leichtere Geschichte als die großen Epen von Game of Thrones oder House of the Dragon. Die Serie erzählt einfach die Geschichte eines einsamen jungen Mannes, der seinen Platz sucht, und eines kleinen Prinzen, dem es nicht passt, das Vermächtnis eines Targaryen zu sein. Was bei dieser Serie diesmal außerdem vermehrt in den Vordergrund rückt, ist der vergleichsweise leichte Ton und eine ordentliche Portion Humor. Der reicht von organisch geschriebenen, gut getimten Jokes wie dem hier. Do you think I'll ever make a knight one day? Sure, why not? You're a likely lad. I'm a bit puny, You'll grow. even for my age. Everyone's always told me so. Everyone's always told me I was stupid. And? What? What? What did you do when people said you were stupid, sir? What business is that of yours? My problems are my own. I thought... Aren't you trying to help me? Help you what? Grow? Bis hin zu ordentlich Pipi-Kaka-Humor, der mir an manchen Stellen ein bisschen zu viel war. Die ganzen Fürze und das Rotzen und so hätte es meiner Meinung nach nicht so oft gebraucht, um der Serie einen humorvollen Unterton zu verpassen. Aber denkt jetzt nur nicht, dass A Knight of the Seven Kingdoms nur eine lustige Shitshow ist. Im Kern hat die Geschichte oft ihre ernsten, traurigen und dramatischen Seiten, die auch ernst genommen und glaubhaft transportiert werden. Auch Spannung bekommt die Serie in den richtigen Momenten sehr gut hin, zum Beispiel während der Kampfszenen am Ende der Staffel. Die sind richtig geil gefilmt und die ganze Stimmung auf dem Turnierplatz ist extrem bedrückend und unübersichtlich. Die Staffel spielt die meiste Zeit auf dem Turniergelände vor Ashford und zeigt dabei Marktstände, Tribünen, Zeltanlagen großer Häuser, die Bahn, auf der die Toaste stattfinden und die nähere Umgebung. Hier haben die Setdesigner ganze Arbeit geleistet. Das Set ist unheimlich liebevoll und detailliert gestaltet und fühlt sich dadurch besonders echt und glaubwürdig an. Am spannendsten ist für mich in der Serie eigentlich die Frage, was Rittertum überhaupt bedeutet. Im Gegensatz zum Buch ist die Serie sehr klar damit, dass Dunk von Ser Alan nie zum Ritter geschlagen wurde. Deshalb fußt Dunks gesamte Existenz eigentlich auf einer Lüge. Aber weil niemand das Gegenteil beweisen kann und Prinz Baelor sogar noch für Dunk bürgt, kommt er damit durch. In der Serie und auch in Game of Thrones und House of the Dragon vorher sehen wir Dutzende Ritter, teilweise von der Königsgarde selbst, die grausam, opportunistisch und moralisch verkommen sind und ihren Status als Ritter regelmäßig missbrauchen. Diese Männer, obwohl sie echte, wahrhaftige Ritter sind, die einen Eid abgelegt haben, sind also die viel schlimmeren Personen. Dunk im Gegensatz ist nie zum Ritter geschlagen worden, hat auch nie einen Eid abgelegt, ist aber trotzdem im Wesen ein wesentlich besserer Ritter, als es die anderen sind. Das zeigt, dass Rittertum, Ehrgefühl und das Bedürfnis, die Schwachen zu schützen, weniger nur ein Titel ist, sondern eine Lebenseinstellung, die Dunk durch seine arme Vergangenheit und durch seine Obhut bei Ser Alan verinnerlicht hat und weitergeben möchte. Wenn ihr die Möglichkeit habt, A Knight of the Seven Kingdoms zu schauen, dann kann ich euch nur bitten,
macht es. Die Serie erzählt eine einfache Underdog-Geschichte, der man leicht folgen kann, auch wenn man nicht krass im Game of Thrones Universum bewandert ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass man für die Serie nicht mal krasser Fan von Fantasy sein muss. In der Serie gibt es keine Drachen, keine Magie, keine Zauberer oder andere typische Fantasy-Elemente. Sie erzählt einfach nur die Geschichte von Dunk und Egg, einem ungleichen und trotzdem wahnsinnig liebenswerten Duo, das zusammen versucht, seinen Platz in der Welt zu finden und sich dabei gegen Ungerechtigkeit und Grausamkeit zur Wehr setzen muss. Das Schauspiel ist toll, das Setdesign ist toll, die Dialoge sind fantastisch und das Pacing der Serie ist genau richtig. Enttäuschend war es fast schon, dass die Folgen immer nur ungefähr 30 Minuten lang sind, weil ich gar nicht wollte, dass sie aufhören. Dementsprechend müsst ihr euch bewusst sein, dass ihr die komplette Serie in ungefähr 3 Stunden durchbingen könntet, wenn ihr wollt. Aber es gibt Hoffnung, die zweite Staffel ist bereits bestätigt und wird vermutlich Anfang 2027 erscheinen, wenn alles gut läuft. Bis dahin erscheint aber dieses Jahr auch noch die 3. Staffel von House of the Dragon, wo wir uns erstmal wieder mit ernsteren Themen und mehr Epik rumschlagen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall mega, wenn es mit Dunk und Egg weitergeht. Und wenn ich so auf das Buch Der Heckenritter von Westeros schaue, auf dem die Serie basiert, dann kann ich euch verraten, dass noch ein paar spannende Geschichten mit Dunk und Egg auf uns warten. Und wenn die genauso umgesetzt werden wie jetzt Staffel 1, dann haben wir eigentlich überhaupt nichts zu befürchten. Leider haben wir bis auf 3 Kurzgeschichten von George R. R. Martin bisher keine weiteren Storys zu Dunk und Egg bekommen. Deshalb bin ich mal gespannt, ob es nach Staffel 3, die dann vermutlich die letzte Kurzgeschichte behandelt, weitergeht oder ob die Serie dann schon ihr Ende findet. Es bleibt also spannend. Aber hiermit bin ich erstmal am Ende meiner Review zu Staffel 1 von A Night of the Seven Kingdoms. Lasst mich in den Kommentaren mal wissen, wie euch die Serie gefallen hat und ob sie auch eure Liebe zum GOT-Universum wiederherstellen konnte. Abonniert den Kanal für zukünftige Reviews und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.